In den letzten Tagen hat mich voll der Aufräumen, Ausmist und Umdekorierwahn gepackt und ich habe im Schlafzimmer ein bisschen umgeräumt und möchte mir so eine kleine Inspirationsecke machen. Und ich habe noch Fimo gefunden in meiner Bastelschublade und daraus möchte ich heute verschiedene Sachen machen, unter anderem eine Mondphasengirlande. Ich hatte mir dieses Pack mit 12 Pastellfarben bestellt, weil ich die einfach total schön fand, auch mal zum Ausprobieren. Und dann auch noch so einen Acrylroller, der soll dafür da sein, dass man keine Abdrücke auf dem Fimo hat. Und deswegen habe ich mir hier auf das Holz auch noch eine Glasplatte gelegt, dass es einfach von beiden Seiten eine ganz glatte Oberfläche hat. Dann habe ich hier noch so einen Teelichthalter, den nehme ich dazu, um runde Kreise auszustechen, weil ich nichts anderes habe, aber das sollte ganz gut funktionieren. Und meine Ringe ziehe ich auch lieber aus, weil sonst kriegt man beim Formen auch irgendwie Abdrücke rein, die man nicht haben möchte. Jetzt schaue ich für die Mondgirlande, welche Farben einmal in mein Schlafzimmer passen und welche ich so schön finde. Da möchte ich ein bisschen die neutraleren Farben nehmen und nicht so das Bunte hier aus der Packung und lege mir erstmal alles zurecht, die für mich in Frage kommen und die anderen lege ich beiseite. Und dann habe ich noch ein Cuttermesser, damit ich nachher auch andere Formen ausschneiden kann. Für die Mondphasengirlande möchte ich 3 Farben nehmen, also eine für den Vollmond, dann für die ab- bzw. zunehmende Phase, jeweils noch 2 Farben oben und unten. Ja, und rosa ist ja meine Lieblingsfarbe, wie einige von euch vielleicht schon wissen. Deswegen nehme ich die erstmal hier für den Vollmond und ja, die beiden lege ich mir mal auf vielleicht und die andere kommt weg. Also ich habe eigentlich die Fimo Soft Farben, aber soft sind die nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung damit habt. Bei mir lagen die vielleicht ein bisschen zu lang rum, obwohl ich die jetzt auch nicht jahrelang habe. Also ja, wer weiß, wie lange die jetzt irgendwie schon beim Händler im Lager rumlagen. Aber es geht echt ziemlich schwer, das auszurollen. Ich muss aber auch sagen, dass die einzelnen Packungen nicht wirklich luftdicht verschlossen sind. Also ich hatte ja die ganzen Blöcke, die sind wirklich zugeschweißt, aber hier bei denen, da ist die Folie nur so drumrum geklappt. In der Anleitung steht, dass man das Ganze so 3 bis 4 mm dick ausrollen soll. Ich habe meins jetzt ein bisschen dünner gemacht. Ich glaube, dann sind die Sachen nach dem Brennen nicht ganz so stabil, aber das ist jetzt für die Girlande ja eher irrelevant. Dann steche ich mir den Vollmond hier rund aus und der Teelichthalter hat jetzt nicht so eine scharfe Kante wie ein Keksausstecher, deswegen bin ich nicht ganz durchgekommen und schneide nochmal mit dem Cuttermesser nach. Ja, und das Ganze klebt wie ein Keks ziemlich fest am Tisch und ich muss das erstmal irgendwie abfriemeln. Aber es geht relativ gut, also ohne dass man die Form jetzt völlig zerstört. Die Kanten glätte ich dann noch ein bisschen, damit das ebener aussieht. Das Ganze lege ich mir dann schon auf mein Backblech, wo ich ein Backpapier draufgelegt habe zum Schutz, weil man die fertigen Fimo-Teile dann ganz am Schluss bei 110 Grad im Backofen für eine halbe Stunde aushärten lässt. Für die zweite Mondphase habe ich hier diese Beige- oder Taubfarbe gewählt. Und ich muss sagen, die lässt sich auch ziemlich schwer ausrollen. Also ich denke, es liegt echt daran, dass meine Farben irgendwie schon ein bisschen älter sind. Die Farbe will ich ja jetzt oben und unten haben, deswegen steche ich mir 2 Kreise aus. Und dann steche ich einen kleinen Teil auch mit der Kreisform weg. Einmal für den abnehmenden Mond und dann auch nochmal die gleiche Menge für den zunehmenden Mond. Ja, damit ihr das genau trefft, ist es wahrscheinlich schlau, das Ganze übereinander zu legen. Dann habt ihr nämlich 2 exakt gleiche Formen. Hier gehe ich auch nochmal über die Kanten, damit das schön glatt ist und lege mir das auch wieder auf das
Dann will ich ja noch eine dritte Mondphase machen. Also ihr könnt natürlich auch mehr machen und noch feinere Abstufungen von den Mondphasen darstellen. Aber ich wollte jetzt wirklich nur 3, also dass ich dann im Endeffekt 5 Kreise bzw. Halbkreise untereinander hängen habe. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr die Girlande vertikal aufhängen möchtet, also untereinander so wie ich. Oder ob ihr das Ganze horizontal aufhängen wollt und an einer langen Schnur befestigen wollt. Ich finde, dafür kann man sich immer ganz gute Inspirationen bei Pinterest holen. Das stöber ich auch total gerne, um dann aus mehreren Ideen seine eigene weiterzuentwickeln und eben zu schauen, was passt zu mir, was passt in meine Wohnung, in mein Zimmer. Nicht nur von den Farben, sondern auch vom Stil. Und es macht ja irgendwie am meisten Spaß, ja, Ideen weiterzuentwickeln und dem Ganzen was Persönliches zu geben. Ja, ich habe jetzt doch gemerkt, dass mir das Rosa zu kräftig ist und nehme jetzt diesen Farbton und ersetze damit den Vollmond. Nachdem ich mir das Ganze auf mein Blech gelegt habe, gehe ich mit so einem Schaschlikspieß oder einem Zahnstocher, könnt ihr auch nehmen, rein und steche mir 2 kleine Löcher an die Seiten, damit ich da nachher meine Schnur durchfädeln kann, um die Girlande aufzuhängen. Also ich will sie ja vertikal aufhängen, also hängen die Monde alle an einer Schnur untereinander. Wenn ihr die aber horizontal befestigen wollt, dann braucht ihr natürlich oben nur ein Loch. Dann müsst ihr bei den Halbmonden ein bisschen gucken, dass ihr so den Schwerpunkt richtig habt, damit die am Ende nicht allzu schief hängen. Aber ich finde das auch ganz schön, wenn es nicht ja, ganz gerade und perfekt ist, sondern ja, diesen selbstgebastelten Touch hat. So, jetzt habe ich ja immer noch den rosa Kreis, der als erstes mein Vollmond werden sollte. Und ich habe hier so Stempel, die ich mal vor einer Weile gekauft hatte. Und da ist auch eine runde Stempelhalterung dabei, die jetzt genau von der Größe her passen sollte. Das ist natürlich richtig gut. Und da habe ich einfach mal meinen Firmennamen gesetzt, also Pretty Creative. Ich habe hier noch gar nicht erzählt, wie es eigentlich zu dem Namen gekommen ist. Also ich heiße Britta und in der Grundschule haben mich schon viele immer Britti oder Brittstift genannt und ich habe es gehasst. Also wirklich, ich fand das so schrecklich. Also ich konnte mich da gar nicht mit anfreunden, warum mich meine Mitschüler und Freunde so nennen. Ja, im Studium hat mich dann zwar keiner mehr so genannt, bis irgendwann mein Freund, beziehungsweise heute Mann, den ich im ersten Semester kennengelernt habe, mich auch so genannt hat. Also es kam schon im Studium auch immer mal Scherze mit, ja, Pretty Woman oder ja, alles, was man mit Pretty, also hübsch auf Englisch und meinem Namen irgendwie als Wortspiel machen kann. Ja, und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich das eher mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern gesehen, bis ich das Ganze irgendwann auch mochte und ja, mich richtig mit dem Spitznamen angefreundet habe, weil mich auch immer mehr Leute so genannt haben. Also habe ich mir überlegt, diesen Namen für mein Business zu verwenden, weil Pretty Creative, also Pretty kann ja im Englischen einmal hübsch bedeuten, aber auch diese Form von der Steigerung ganz schön Pretty Creative im Sinne von ganz schön kreativ. Das fand ich sehr passend, weil es einmal mein Name ist, aber es eben bei meinem Business auch darum geht, dass alles ganz schön kreativ ist. All die Reste, die ich jetzt noch hatte von den Farben, habe ich mal zusammengewurschtelt und das hat so einen lustigen Marmoreffekt ergeben. Also ich glaube, wenn das Fimo-Material noch sehr weich ist, kann man auch richtig coole Effekte zaubern. Ich weiß, dass ich in der Grundschule mal mit Freundinnen so richtige Blümchen gemacht hatte als Perlen. Das hat Stunden gedauert und wir hatten irgendeine Anleitung, aber es sah am Ende echt cool aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Material so hart war. Das hätte ich als Kind wahrscheinlich nicht hingekriegt, das auszurollen. Und dann möchte ich daraus eine kleine Schale machen. Und dann dachte ich, ich lege mir das so über die Tasse. Aber da ist der Henkel im Weg, wenn das in den Ofen kommt. Und ich habe kein Gefäß in der Form ohne Henkel.
Also ich glaube, wenn man eine richtige Schale machen will, ist schon sinnvoll, wenn man irgendwas hat, was so eine runde Form hat. Ja, und dieser Teelichthalter, den ich hier als Ausstecher verwendet habe, der ist auch aus Metall, also sollte ofenfest sein. Da werde ich das einfach drüber legen, in den Ofen schieben und ja, mal gucken, was passiert. Ist ja auch wichtig, dass man beim Basteln immer mal rumexperimentiert und neue Sachen probiert. Das fördert ja auch die Kreativität und macht mir zumindest immer sehr viel Spaß. Es wird nicht immer gut, aber wenn es keiner ausprobiert, dann gibt es auch keine neuen DIYs und Ideen. Deswegen traut euch, manchmal kommen da richtig coole Sachen bei raus. So, den Rest von meinem Marmorrest habe ich jetzt nochmal so platt gerollt. Und dann möchte ich für meine Pflanzen so einen, ja, wie nennt man das, Stecker für die Erde machen. Ich habe nämlich so einen Thymian-Topf, da kann ich mir das ganz gut drin vorstellen. Da habe ich auch keine Ahnung, ob sich Fimo mit der Erde verträgt oder ob sich das irgendwie auflöst oder ob die Pflanze stirbt. Aber auch das ist ein Experiment. Ich stempel mir also Thymian rein und dann kommt das auch auf mein Backblech. Ich habe immer noch einen Rest von dieser grauen Farbe. Das rolle ich mir jetzt auch erstmal so als Wurst und runde mir die Kanten ein bisschen ab. Denn daraus möchte ich jetzt einen Pinselhalter machen. Und dann nehme ich mir meine Pinsel und ja, drücke die so rein und rolle ein bisschen hin und her, damit das Ganze dann später auch locker sitzt und die Pinsel gut reinpassen. Versuche auch, dass ich verschiedene Größen nehme von den Pinseln, die ich am häufigsten benutze. Also macht die Lücken lieber ein bisschen größer als zu klein. Achtet aber darauf, dass das Ganze nicht zu platt wird, also dass das Ganze immer noch eine gewisse Dicke hat, weil ihr wollt ja die Pinsel ablegen, damit sie gerade nicht auf dem Tisch aufliegen. Und da braucht ihr einfach eben ein bisschen Höhe. So, das Ganze sieht jetzt irgendwie aus wie so ein Kinderriegel. Und auch das lege ich auf mein Blech und ich habe noch von diesem Rosaton übrig. Da mache ich mir jetzt noch einen etwas größeren Pinselhalter draus. Und dann habe ich immer noch einen Rest. Und ja, meinen anderen Teelichthalter, den habe ich ja jetzt schon in Verwendung. Nehme aber einfach hier diese Teelichthülle. Funktioniert jetzt nicht ganz so gut, aber gut genug. Und mache mir hier so einen Anhänger draus, den ich dann einfach um Geschenke oder irgendwas machen kann. Und das habe ich auch mit den anderen Resten gemacht. So, nach dem Backen habe ich dann gesehen, dass dieser Taubton gar nicht wirklich taub ist oder beige, sondern grün. Aber zum Glück passen die Farben trotzdem super gut zusammen und auch super gut in mein Schlafzimmer. Deswegen bin ich sehr glücklich, wie es geworden ist. Das passt hier wirklich super gut rein. Und am unteren Ende habe ich noch eine Holzperle dran gehängt. Einmal, weil mir das total gut gefällt und auch damit unten noch so ein kleines Gewicht dran ist. Die Fimo-Teile sind nämlich ziemlich leicht. Das heißt, der kleine Mond unten hat sich immer ein bisschen verdreht, als die Perle noch nicht dran hing. Ja, und auch die Ringschale ist ganz gut geworden. Ich habe so ein bisschen Abdruck von dem Teelichthalter. Da ist es irgendwie ein bisschen angebrannt, weil es zu heiß geworden ist. Also nichts aus Metall nehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und auch ein Abo dalasst, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und wenn ihr auf Instagram seid, dann schaut auch da gerne mal vorbei. Und ich verlinke euch unten noch meinen Etsy-Shop. Da habe ich nämlich heute auch neue Sachen reingestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis bald!